Hallo, liebe Pico-Freunde. Ich wollte mich mal wieder aus China melden. Letztes Jahr haben wir ja unsere Aktivitäten in den sozialen Medien stark erhöht. Viele Reels und Shorts auf Interest, Facebook, TikTok, YouTube veröffentlicht. Und jetzt dachte ich mal, dass ich mal wieder ein Video vor allem für den YouTube-Kanal mache, weil da ja etwas längere Videos gezeigt werden als auf den anderen kurzlebigen Programmen. Darum heute mal wieder ein Video von mir aus China, und ich glaube, ich kann Ihnen was Schönes aus der Produktion zeigen, nämlich die Produktion der Dampflok TT Baureihe 91.3. Interessant, sehr viele Arbeiten, Sie werden sehen. Viel Spaß dabei. Heute schauen wir uns mal an, wie die Antriebseinheit für die TT Bär 91-3 gemacht wird. Alleine an der Seite sitzen 8 Mitarbeiterinnen, die äußerst viele kleine Teile anbringen. Wir werden uns jetzt einmal gleich anschauen. Das war nur ein Arbeitsplatz. Dann schauen wir uns nochmal das nächste an. Sehr fingerfertig. Mit 2 Werkzeugen, eine Pinzette und ein Stift, um Kleber aufzubringen. Probieren Sie das mal zu Hause. Jetzt müssen Sie sich auch noch mal vorstellen, das muss ja alles vorher entwickelt werden, alles konstruiert werden. In so einer Lok steckt extrem viel Arbeit. Manchmal rutscht natürlich jetzt was aus, weil die Mitarbeiter natürlich auch ein bisschen nervös sind, wenn Chef daneben steht und filmt. Und hier werden jetzt die Radsätze eingebaut. Und hier werden noch
kleine Federn eingesetzt. Sehr viel Arbeit. Das war eine Vorarbeit für diese Mitarbeiterin. Und auf der anderen Seite des Bandes, das können wir uns jetzt auch mal anschauen, da werden auch Vorarbeiten gemacht. Und übrigens, sehr schönes Wetter im Moment hier, 27 Grad, alles steht grün da. Also, ja, das gehört jetzt nicht dazu, aber das. Ja, Ja. ja, Ja. sind die Stamina angesetzt und die müssen natürlich exakt zueinander stehen, sonst wackelt so eine Lok. Sehr viel Fingerfertigkeit und natürlich auch Erfahrung gehören dazu, um die Loks, ja, die Loks wirklich gut zu machen. Ja, Ja. hier wieder vorarbeiten. Ja, Ja. ja, Ja. da werden die Radsätze noch vorher gefettet. Ja, Ja. das ist jetzt bloß mal die Montage für die Getriebeeinheit. Da sieht man, wie viel Arbeit in so einer kleinen TT-Lok steckt. Unser Produktionsleiter, Herr Luo, kontrolliert hier an einem weiteren Band den Zusammenbau des Umlaufs und der Wasserkästen und hier die Mitarbeiterin prüft die Lichter. Das heißt, prüft, die auch sauber durchscheinen und ob alles ordentlich eingefärbt ist. Die Leinlederin arbeitet natürlich auch mit, wenn sie nicht gerade prüft. Auch hier werden wieder Teile umgebaut. Ich gehe jetzt wahrscheinlich rückwärts. Am Ende sehen wir, wie es gemacht wird. Hier sind nicht so ganz viele feine Teile dran, aber auch eine ganze Menge an Einzelteilen, die eben angebracht werden müssen. Ja, Ja. ja, Ja. ja, Ja. 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 So, dann schauen wir uns mal die andere Seite vom Band an. Ja, Ja.
Jetzt werden vielleicht einige Zuschauer sagen, ja, das geht uns ja viel zu schnell, wir sehen ja gar nicht, was da alles gemacht wird. Aber ich glaube, wenn ich eine halbe Stunde hier in einem Video drehe, dann ist das auch ein bisschen zu viel. Es geht ja eigentlich bloß darum, dass Sie ein bisschen den Eindruck bekommen, wie viel Arbeit in der Lok steckt und wie fein unsere Mitarbeiterinnen hier die Sache ausführen. Ja. 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 Und vielleicht sehen wir dann noch den Zusammenbau in den nächsten Tagen und die Fertigstellung der Lok. Mal schauen. Hier in der Montage sind wir da gerade dabei, den Kessel zu montieren. Das will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, wie viel 100 Details daran sind. Schau uns das mal an hier. Und dann liegen die ganzen Einzelteile. Und so geht das weiter hier. Und wir sind immer noch nicht fertig. Es geht noch mal weiter jetzt. Das ist hier der Motor, der eingesetzt wird. Zahnrädern mit dem Flywheel vorne dran als Kontakte. Detail ohne Ende. Eine wirklich tolle Lok wird das. Und da sehen Sie mal, wie viel Arbeit an so einem Lokkessel dran ist. Und das ist nur der Lokkessel. Da muss auch noch der Antrieb gemacht werden, das Gehäuse. Das schauen wir uns dann später an. Und hier im Pet Printing Department, also in der Tampondruckerei, wird gerade der Rahmen bedruckt. Und das schauen wir uns mal wieder an.
Und so gibt es unzählige Drucke hier am Kessel. Und wie man sieht, jeder einzelne Druck wird mit Lupe überprüft, ob das auch in Ordnung ist. Heute sehen wir nun, wie das Dach des Lokführergehäuses montiert wird. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Hier werden die kleinen Fenster eingesetzt. Und dann noch mit etwas Kleber gesichert. Gleiche wird hier gemacht. Hier werden flexible Leiterbahnen eingesetzt mit der LED für die Innenbeleuchtung. Jetzt werden die Bläser geputzt nochmal, dass das auch alles ordentlich ausschaut. Hier kommen nochmal Griffstangen dran. Ja, und zum Schluss sehen wir es hier. Ja, das war das Dach des Lokführerstandes. Da sieht man mal, allein für das Dach sitzen da 7 Mitarbeiterinnen, um da die Einzelteile dran zu machen. Wenn Sie diese Lok dann hinterher in Händen haben, dann können Sie mal abschätzen, wie viel Arbeit an so einer kleinen Lok ist. Und fahren tut sie auch noch. Heute wird weiterhin an der TT BR 91-3 gearbeitet und da werden jetzt die Chassis mit den Wasserkästen und dem Kohleaufsatz verbunden. Schauen wir uns mal an.
Mitarbeiterinnen müssen hier schon sehr viel Erfahrung haben, dass das alles ordentlich gemacht wird und die Loks dann hinterher auch wirklich laufen. Nochmal einzeln teilen. Hier kommt jetzt der Kesselgrau. Werden noch einige Handstangen angebracht. Und zum Schluss kommt das Gehäuse, das Fahrergehäuse mit Tiefkohlekastenaufsatz auf die Lok und wird noch eingeölt. Und drauf ist es. Und jetzt sieht die Lok dann schon wieder richtig fertig aus. So, liebe Pico-Freunde, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und Sie konnten ein bisschen den Einblick in die Produktion bekommen, in die Produktion der TT-BR 91.3. Sehr viele Details, ich habe es ja schon gesagt, aber es wird ein tolles Modell, wunderschön, so detailliert, gute Laufeigenschaften, werden Sie viel Freude haben. Die Auslieferung ist geplant für Anfang April hier aus China und ich schätze, dass wir es in Deutschland ungefähr so Ende Mai an unsere Fachhändler ausliefern können. Vielleicht schauen Sie mal vorbei und wird Ihnen bestimmt gefallen und dann können Sie es dann auch gleich mitnehmen. Also, insofern möchte ich Ihnen jetzt ein schönes Modellbahnjahr, viel Spaß mit Ihrem Hobby wünschen und im Übrigen würde ich mich freuen, wenn wir uns am 20. Juni in Sonneberg treffen könnten. Wir haben ja wieder den Tag der offenen Tür, der alle 2 Jahre stattfindet und 20. Juni ist wieder der Tag der offenen Tür, der 14. übrigens und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Bis dahin alles Gute, schöne Zeit, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal. Tschüss.